Self-Care ist so ein Schlagwort, das einem hier auf YouTube oder auch bei Instagram sehr oft begegnet. Auch ich habe dieses Thema hier auf diesem Kanal schon sehr oft angesprochen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es sehr viele da draußen gibt, die sich nicht ausreichend Zeit für sich selber nehmen. Dabei ist das so wichtig. Was mich aber oft stört beim Thema Self-Care ist, dass da häufig Tipps und Ratschläge gegeben werden, die einem in einer Situation, in der einem alles gerade viel zu viel ist, nicht wirklich helfen, meiner Meinung nach. Ich habe beispielsweise schon so oft gelesen, trinkt in Ruhe ein Glas Wasser, atmet ein paar Mal tief durch. Ich persönlich finde diese Tipps total irreführend und ehrlich gesagt auch ziemlich nutzlos, weil nur weil ich ein Glas Wasser getrunken habe, bin ich danach doch nicht weniger gestresst. Für mich kommt es beim Thema Selbstfürsorge darauf an, kleine Rituale zu erschaffen, die man auch wirklich fest in seinen Alltag integriert und in manchen Sachen vielleicht auch so ein bisschen seine Sichtweise zu verändern. Nämlich, damit man sich regelmäßig Zeit für sich selbst nimmt und man überhaupt gar nicht erst im Idealfall natürlich in so eine Situation kommt, in der einem alles viel zu viel ist. Ich rede auch nicht jetzt von einer bestimmten Situation, wo einmal der Kragen platzt oder so. Passiert mir auch regelmäßig, ist ganz normal. Aber ich meine, dass man eigentlich so grundsätzlich nur noch gestresst ist und nur noch unglücklich ist. Ich war an dem Punkt und ich möchte nie wieder dahin zurück. In diesem Video gebe ich euch so ein paar Tipps und Ratschläge mit, wie ihr wirklich das Thema Selbstfürsorge in euren Alltag integrieren könnt. Ein paar realistische Self-Care-Rituale, die zu einem ausgeglicheneren Alltag führen können. Wenn dieses Video für euch hilfreich ist, bitte nicht vergessen, einen Daumen nach oben dazulassen. Und falls ihr noch weitere realistische Self-Care-Ideen habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Verinnerlicht, dass ihr euch um euch selbst kümmern müsst, damit ihr euch um andere kümmern könnt. Das ist so ein Mantra, das ich vor allem anderen Eltern da draußen gerne mitgeben möchte. Natürlich steht es komplett außer Frage, dass die Bedürfnisse der Kinder, die Grundbedürfnisse der Kinder an allererster Stelle stehen. Ist klar, dass diese Bedürfnisse natürlich erfüllt werden müssen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mich als Elternteil sehr oft so gefühlt habe, als ob ich wirklich nur diesen Bedürfnissen des Kindes nachgehe und meinen eigenen halt überhaupt gar nicht. Und wenn man mal an sich denkt, bekommt man sehr schnell ein schlechtes Gewissen. Und dann schleichen sich halt sehr schnell so Gedanken an wie, ach, ja, ich esse gleich was, ich muss jetzt erstmal XY für so und so machen. Das geht jetzt gerade erstmal vor. Und sich selber vergisst man da total. Oder noch schöner ist es ja, wenn einem dann andere Personen ein schlechtes Gewissen machen. Also ich könnte das ja nicht. Auch da spreche ich aus Erfahrung und lasst das nicht zu. Um für jemand anderen da zu sein, müsst ihr vor allem auch für euch selber da sein. Denn irgendwann wird bei euch komplett die Luft raus sein, weil ihr nicht auf euch selbst Acht gegeben habt. Und als Konsequenz daraus, so war es zumindest bei mir, werdet ihr null Geduld mehr haben und das bekommen dann letztendlich die Kinder zu spüren. Egal ob als Elternteil in Elternzeit zu Hause mit einem Kind, mit mehreren Kindern, festangestellt oder auch selbstständig, ihr müsst Pausen machen. Eine feste Mittagspause ist einfach ein absolutes Muss und ich habe halt sowohl einmal die Mama-Sicht in Elternzeit zu Hause mit kleinem Kind und ich habe auch die Sicht als Selbstständige und gerade auch in diesen beiden Situationen weiß ich, dass es da einem sehr schwer fallen kann, eine Pause zu machen. Aber jetzt aus der Selbstständigkeit heraus gesehen ist es natürlich so, dass man das halt auch schon mal hinten überfallen lässt, wenn man denkt, oder beziehungsweise wenn man selbstständig ist es nun mal so, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich in diesem Moment aktuell nichts. Trotzdem muss so eine Pause, aber so eine Mittagspause, in der man sich einfach mal kurz in Ruhe hinsetzt und was isst und einmal kurz abschaltet, natürlich sein. Genauso neigt man ja oft als Elternteil dazu, dass man sich selber nicht wirklich eine Pause gönnt und jetzt Situationen nutzt, wo man theoretisch jetzt eine Pause machen könnte, beispielsweise beim Mittagsschlaf, um andere Dinge beispielsweise im Haushalt zu erledigen. Und ich weiß, gerade mit kleinem Kind oder Baby zu Hause ist das häufig der Moment, der einzige Moment am ganzen Tag, in dem man überhaupt irgendwas geschafft kriegen kann zu Hause. Aber trotzdem, ihr braucht trotzdem
auch mal einen kurzen Moment für euch. Ihr braucht auch trotzdem eine kurze Pause. Und wenn es jetzt nur 10 Minuten während des Mittagsschlafs sind, macht euch einen Kaffee, setzt euch für mindestens 10 Minuten einmal kurz in Ruhe hin und macht einfach mal gar nichts. Und das bringt mich nämlich auch zum nächsten Punkt. Denn eine Sichtweise, die ich auch erst lernen musste, ist, nehmt euch selbst den Druck, dass ihr immer produktiv sein müsst. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man im Laufe des Tages auch mal auf dem Sofa faul rumsitzt, sinnlos im Handy scrollt, sich Trash-TV anguckt oder was auch immer. Das ist so ein Gedanke, von dem ich mich sehr schwer lösen konnte und ich glaube, dass es vielen anderen da draußen auch so geht. Man hat halt irgendwo immer den Drang, wenn man denn da mal jetzt einen Leerlauf hat, diesen zu nutzen, um etwas Produktives zu tun. Mal eben noch schnell die Wäsche anschmeißen, schnell Wäsche aufhängen oder, oh ja, da ist ja bestimmt auch wieder was trocken. Nochmal schnell durchs Bad wischen und so weiter. Aber glaubt mir, wenn ihr nicht sofort die Wäsche aufhängt, geht davon die Welt auch nicht unter. Dann liegt sie halt mal ein paar Minuten länger in der Maschine. Ist nicht so schlimm. Die Sachen werden ja alle erledigt. Ich sage ja nicht, dass ihr jetzt den ganzen Haushalt liegen lassen sollt. Es wird ja alles gemacht. Aber erst dann, nachdem ihr euch so ein paar Momente für euch selber genommen habt. Behandelt eure Self-Care wie einen festen Termin. Plant euch fest ein, an welchem Abend oder auch an welchen Abenden der Woche ihr etwas macht, das nur für euch ist. Entweder, wie eben beschrieben, die Mittagspause, dass ihr euch einen Tag vielleicht die Woche aussucht, wo ihr sagt, okay, diese Mittagspause, den Mittagsschlaf vom Kind, den nutze ich an diesem einen Tag die Woche komplett nur für mich. Wer weiß, ja, wie lang ist so Mittagsschlaf? Aus Erfahrung, Stunde, 1,5 Stunden vielleicht, je nach Alter, ist auch immer unterschiedlich. Da mache ich dann mal gar nichts, nicht nur 10 Minuten, die ich mir selber gönne, sondern wirklich dann diese komplette Zeitspanne, bis das Kind wieder wach ist. Oder sei es dann halt ein fester Abend, wo ihr euch um eure Bedürfnisse kümmert, wenn dann die Kinder schlafen oder was auch immer. Geht raus und kauft euch selbst etwas Schönes, das euch glücklich macht. Und ich meine jetzt nicht, dass ihr da jetzt hier groß das Geld rausschmeißen sollt, sondern das kann ja auch etwas ganz Kleines sein. Kauft euch einmal die Woche beispielsweise einen schönen Strauß Blumen oder nehmt euch einfach mal die Zeit, ein bisschen in der Buchhandlung zu stöbern und sucht euch ein Buch aus. Und ich finde ja, dass solche kleinen Dinge, sich selber so ein kleines Geschenk zu machen, den Alltag halt ungemein aufwerten können. Sowas macht glücklich irgendwie. Also so geht es mir zumindest. Ich freue mich dann daran, dass ich mir jetzt in diesem Moment etwas Schönes gegönnt habe. Man hat mal etwas Schönes für sich selber gekauft und nicht für jemand anderes. Und ich glaube, andere Eltern kennen das auch. Man neigt dazu, sehr viel eher für die Kinder was zu kaufen als für sich selber. Aber wenn man dann in solchen Momenten mal einfach nur an sich denkt, ist das auch was Schönes und das tut total gut. Was ihr zum Beispiel auch nur für euch habt, sind gute Skincare-Produkte oder allgemein eine schöne Skincare-Routine. Weiß nicht, wie lange das dauert. Es sind ja vielleicht 15 Minuten am Abend oder auch morgens, je nachdem. Für mich fängt es ja schon damit an, sich selber einfach mal hochwertigere Produkte zu gönnen oder auch Produkte aus einer Reihe da zu haben. Früher hatte ich halt immer alles durcheinander gewürfelt von verschiedenen Sachen und da was Schönes in seinem Badezimmerschränkchen stehen zu haben und das natürlich auch zu benutzen. Ist klar, es sollte natürlich auch genutzt werden. Ich habe mir da halt einen festen Punkt gesetzt für mich, wann ich mich um meine Hautpflege kümmere. Ich mache das abends, wenn ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe. Dann gehe ich halt meistens direkt ins Bad, mache die Kontaktlinsen raus, schminke mich ab und so weiter und mache dann halt so meine Skincare-Routine. Und das tut mir selbst und meiner Haut halt total gut und ich liebe einfach diesen Moment. Und mit den Produkten von Yepoda habe ich da für mich einfach genau das Richtige für mein tägliches Self-Care-Ritual gefunden. Falls ihr Yepoda noch nicht kennt, ihr bekommt hier K-Beauty-Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen, ohne Silikone, Parabene, irgendwelche künstliche Farbstoffe und die Produkte sind alle vegan. Ich benutze diese Produkte jetzt mittlerweile schon ziemlich lange
Und Yepoda hat Geburtstag und das Tolle ist, dass ich anlässlich des Geburtstags heute für euch einen ganz besonderen Code habe. Denn mit dem Code PIABirthday bekommt ihr bis zum 28.04. ganze 43% Rabatt auf eure Bestellung. Danach sind es dann 30%, die ihr mit diesem Code sparen könnt. Und auch so zum Stichwort Geburtstag passt das Thema Slow Aging auch ganz gut, wie ich finde. Auch da hat Yepoda mehrere Produkte, mit denen ihr die Zeichen der Hautalterung so ein bisschen aufhalten könnt, falls das für euch von Interesse ist. Für mich ist es das. Was ich da täglich verwende morgens ist täglich das Serum The Repair Hero. Das trage ich, ja, wie gesagt, morgens täglich vor der Feuchtigkeitscreme auf, The Make My Day Cream. Und das sind halt beides Produkte, die der Hautalterung vorbeugen. Außerdem liebe ich The Glow Hero. Das ist ein Serum, das ich abends in meiner Routine nutze. Das besteht aus reichhaltigen Ölen und dann benutze ich danach die Feuchtigkeitscreme The Midnight Magic, beziehungsweise es ist eine Nachtpflege. Und alle diese Produkte versorgen meine Haut so extrem mit Feuchtigkeit, was halt extrem wichtig ist. Daher immer schön die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, nicht vergessen. Und für mich machen die Yepoda-Produkte halt genau das. Sie versorgen meine Haut mit Feuchtigkeit. Sie sieht richtig schön gepflegt aus und fühlt sich halt auch richtig schön an. Und wie gesagt, ich benutze die Produkte jetzt circa 1,5 Jahre und bin super zufrieden und deswegen kann ich sie auch nur empfehlen. Etwas, das ich vor ein paar Jahren gemacht habe, als mein Sohn noch sehr klein war, der war dann noch kein Jahr alt, als ich aber das dringende Bedürfnis hatte, auch mal alleine vor die Tür zu gehen, auch mal alleine die Wohnung zu verlassen, ist, dass ich mich bei einem Sportkurs angemeldet habe. Ich habe mir einen Yogakurs herausgesucht, der abends ist, zu einer Zeit, wo mein Mann zu Hause ist, wo er nicht mehr bei der Arbeit ist, sodass er halt auf unseren Sohn aufpassen kann, beziehungsweise ihn dann halt bettfertig machen und ins Bett legen kann. Und ich habe bei der Wahl dieses Kurses sehr darauf geachtet, dass es von der Uhrzeit natürlich passt. Das heißt, mir war halt wichtig, dass ich wirklich alleine vor die Tür gehe, rausgehe und so halt 1 Stunde nur für mich alleine irgendwo anders habe. Und schon alleine vor die Tür zu gehen, hat mir da schon extrem geholfen, aber natürlich auch die Bewegung von dem Yogakurs an sich. Sucht euch etwas raus, wo ihr glaubt, dass das zu euch passt, dass ihr da Spaß dran habt und auch wirklich einen richtigen Kurs, meldet euch da an und geht dahin, verlasst dafür die Wohnung. Was man auch gerne in seinem normalen Alltag vergisst, und da passt das Thema Sport auch ganz gut, Sportkurs, das sind ja so die eigenen Hobbys. Das, was ihr gerne macht, nur für euch. Woran habt ihr immer Spaß gehabt? Macht es jetzt aber so gut wie gar nicht mehr. Das kann malen, reiten, lesen, laufen gehen, singen sein, was auch immer. Lasst diese alten Hobbys von euch wieder aufleben. Nehmt euch Zeit, diesen Interessen mal wieder nachzugehen. Und ich garantiere euch, es wird euch glücklich machen. Pickt euch einen Abend die Woche raus oder vielleicht auch 2, je nachdem, wie zeitumfassend dieses Hobby ist. Und nehmt euch an diesem Abend, das passt halt auch ganz gut mit dem Self-Care-Fest einplanen, was ich vorher schon erzählt habe, und nehmt euch diesen Abend Zeit, diesem Hobby nachzugehen. Oder belegt einen Kurs, einen Malkurs oder Gesangsstunden oder irgendwas, das sich in euren Alltag integrieren lässt, aber vernachlässigt nicht eure eigenen Hobbys. Bei mir persönlich war es das Lesen. Ich habe immer sehr, sehr viel gelesen und sehr gerne. Und dann bin ich Mama geworden und das ist dann halt in dem Mama-Alltag einfach total untergegangen, das Lesen. Deswegen habe ich so ein paar Abende die Woche, wo ich sage, heute lese ich. Heute bleibt für mich der Fernseher mal aus, es wird gelesen. Und das wirklich fest einzuplanen für mich selber hat mir unfassbar gut getan. Ich habe es selber bis vor kurzem noch immer gemacht, vor dem Einschlafen im Bett, noch ewig durch Instagram, TikTok, Facebook, was auch immer scrollen. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist so eine blöde Angewohnheit. Gleichzeitig ist es auch eine verlockende Angewohnheit, ich weiß. Und man redet sich das ja selber auch schön und sagt, ach, ich brauche das jetzt, um runterzukommen. Wie gesagt, ging mir selber so. Und dabei bewirkt das ja eigentlich komplett das Gegenteil. Es ist ja mittlerweile auch bewiesen, dass das Licht aus dem Handy, dieses blaue Licht,
einen eher daran hindert, runterzukommen bzw. einzuschlafen. Und andererseits ist es auch total blödsinnig, weil diese Apps machen einen ja wirklich förmlich süchtig, sodass es einem ganz schwer fällt, das Handy dann halt zur Seite zu legen und tatsächlich zu schlafen. Und schwupps ist die Zeit vergangen. Schwupps guckt man dann irgendwann mal auf die Uhr und sieht, oh shit, es ist 1 Uhr. Ich habe jetzt nicht mehr besonders viel Zeit zum Schlafen und werde morgen dann wohl ziemlich gerädert sein. Ist mir so oft passiert und ich sage euch, lasst den Quatsch sein. Wenn ihr im Bett seid, nehmt das Handy nicht mehr in die Hand, außer vielleicht um den Ton abzuschalten. Wenn ihr dazu neigt, eure Mahlzeiten eben schnell husch husch und mal kurz zwischen Tür und Angel zu euch zu nehmen, auch da würde ich sagen, lasst das mal sein. Passiert ja schnell, wenn man für sich alleine ist beispielsweise. Oft macht man sich ja noch nicht mal die Mühe, sich selber etwas Richtiges zu kochen. Auch das kenne ich, wenn es dann mal irgendwie Zeiten gibt, wo ich dann mal alleine zu Hause bin oder halt nur mit meinem Sohn, dann mache ich meinem Sohn halt irgendwie so ein typisches Kinderessen und an mich selber denke ich dann halt irgendwie auch nicht. Aber genau das ist halt der Fehler. Das heißt, wenn ihr das bei euch beobachtet, dann nehmt euch mal richtig Zeit für eure Mahlzeiten auch alleine und zelebriert auch mal das Kochen. Auch das ist etwas, was ich total außer Acht gelassen habe, was ich früher total gerne gemacht habe. Ich habe mir beim Kochen laut Musik angemacht und habe wirklich richtig mit Spaß und Freude gekocht, habe dazu Musik gehört, habe mitgesungen. Auch mal ein Glas Wein beim Kochen. Wie gesagt, das einfach mal richtig zelebrieren. Auch wenn es nur für einen alleine ist. Und das macht Spaß und hebt unfassbar die Laune. Und wenn das Essen dann fertig ist, setzt euch damit an den Tisch, nicht auf das Sofa und nehmt euch Zeit für diese Mahlzeit, die nur euch ganz allein gehört. Ich hoffe, in diesem Video waren so ein paar Tipps für euch dabei. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Deswegen gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich bis nächste Woche. Tschüss!